Hallo. Hallo. Wir kennen alle das Thema Angst in unserem Leben. Entweder kennen wir Leute, die Angststörungen haben oder haben es selber mal erfahren. Also es ist ein sehr, sehr weites Krankheitsbild, würde ich mal sagen, vom Mind in unserer Gesellschaft. Genau, oder Thema. Und die Angst, die kann halt einfach sehr stark so hinten dran arbeiten und irgendwann wie so durch körperliche Beschwerden oder durch nicht schlafen können oder Unruhe in unser Leben kommen. Weil wir im Grunde eigentlich Angst haben vor der Angst. Also wir haben Angst überhaupt nicht gerne. Das ist ein Thema, wo wir wollen alle mutig sein, wir wollen stark sein, wir wollen gar keine Angst. Und deshalb ist es manchmal so ein bisschen versteckt und zeigt sich nur ganz selten. Und wenn du auch damit etwas anfangen kannst mit dem Angstthema, dann haben wir eigentlich den schnellsten Weg daraus, aus der Angst oder den schnellsten Weg rein oder sie zu transformieren oder so, egal wie man das benennen mag oder so, ist, sich mit seinem Leben irgendwie auseinanderzusetzen. Jede Angststörung hat eine Ursache im Leben. Und wenn wir da innehalten, also wir können uns mit der Angst beschäftigen oder mit den Auswirkungen davon, können ganz viele medizinische Wege damit gehen oder therapeutische Wege damit gehen. Es gibt ganz viele Techniken, die sich damit beschäftigen. Genau, die auch super sind, aber vielleicht fühlst du dich von dem Video angesprochen und willst wie so einen schnellen Weg eigentlich raus. Ne? Dann ist der Weg, finde das in deinem Leben, wo du Angst vor hast, wo wie so eine heilige Kuh ist, wo irgendwas schlummert in dir, wo du eigentlich weißt, oh, das läuft richtig schief, das ist richtig falsch, fühlt sich das an. Wo ist die Angst eigentlich in deinem Leben versteckt? Und das ist oft was, wo wir eigentlich wie nicht hingucken wollen. Genau. Oder nicht, wo wir eigentlich wie Angst haben, ja. hinzugucken. Also es ist eigentlich mehr die Angst davor, hinzugucken, Ja. anstatt die Angst selber. Die Angst selber kommt eigentlich wie von der Seite her, über den Körper drückt die sich aus. Und wenn wir das rumdrehen und wirklich auf das gucken, wovor haben wir eigentlich Angst? Vielleicht ist es die Ehe, vielleicht ist es das Berufliche, vielleicht sind es irgendwelche tiefen Sehnsüchte, von denen wir Angst haben. Ja, oder einfach oft auch so dieses uns zu zeigen, wie wir wirklich sind, weil wir vielleicht merken, vieles stimmt nicht. Ich bin vielleicht aufgewachsen in einer Familie oder in einem Umfeld, ja, wo ich die ganze Zeit merke, oh mein Gott, wenn ich sagen würde, wie ich mich eigentlich hier fühle, da würde jeder wegrennen. Und wir haben Angst, uns dem zu stellen, uns zu zeigen in der Familie oder vor Freunden, was wir vielleicht wirklich fühlen, was wir denken, wie wir die Welt vielleicht sehen. Da ist auch eine ganz große Angst oft dahinter. Mega, ja. Und da entstehen wahnsinnig viele Angstkrankheiten dadurch, vor dieser Angst, sich tatsächlich zu zeigen, tatsächlich Farbe zu bekennen, tatsächlich zu sagen, was man wirklich will, was man braucht im Leben und so. Und sobald man sich dem zuwendet und wirklich mutig die Schritte geht und das abändert, verschwindet die Angst. Verschwindet die Angst so, wie sie gekommen ist. Ne? Vor allen Dingen diese übermäßige, also gerade wenn so Angstattacken da sind oder so, die verschwindet ganz, ganz schnell, wenn wir uns der richtigen Angst stellen, also wenn wir uns eigentlich dem stellen, wovor wir Angst haben. Und das ist wirklich so ein schneller Weg, aber es braucht wie so auch Mut, sich dem tatsächlich zu stellen und halt wie so die Wahrheit zu sehen. Ne? Und da wie so zu merken, oh, das ist eigentlich das, wo ich wirklich Angst vor habe. Ich habe Angst davor, meinen Weg zu gehen oder ich kann das nicht, ich kann mich nicht trennen davon oder ich kann das. Aber es hat immer wirklich eine Ursache. Es hat eine Ursache, dass in deinem Leben irgendwas nicht richtig angeschaut wird oder einfach nicht gelebt wird, so wie dein Potenzial da ist. Und deshalb kommen eigentlich so Angststörungen rein. Und ich wäre mega froh gewesen, wenn ich das damals gehört hätte, wo ich Angststörungen gehabt habe. Das hätte mich so bestärkt eigentlich in meinem Weg, dass ich einfach viel schneller noch rausgekommen wäre, als
als ich es bin. Bei mir hat es dann doch gedauert. Ich bin diesen Weg gegangen mit diesem Anschauen von dem, was tatsächlich nicht stimmt. Aber es wäre viel schneller gewesen, wenn man weniger eigentlich so auf diese Angst geschaut hat oder auf die Auswirkungen darauf oder geguckt hätte, wie man damit umgehen kann und so, sondern wirklich ein radikales Rumdrehen, was stimmt in meinem Leben im Moment nicht. Und wenn man darauf guckt und dann den Mut hat, das zu ändern, weil die Angst einen drängt, sie drängt einen tatsächlich, sein Leben zu verändern. Und deshalb ist es eigentlich so eine positive Botschaft. Genau, so eigentlich ist es, ich finde es auch positive, energetische es ist Botschaft. schön, wenn sich das zeigt. Ja. Es ist wie ein Stopp, hier geht es nicht weiter. Hier geht es nur weiter mit mega Angst und einem wie Abklemmen von der Lebensenergie. Und wenn man das dann rumdreht, merkt man, oh, jetzt kommt die Lebensenergie wieder und die Angst geht eigentlich und die Angst geht weg. Mhm. Also da wollen wir auf jeden Fall Mut machen, da hinzuschauen und bieten auch gerne unsere Hilfe dafür an. Genau. Das ist ein Thema, was manchmal für einen alleine wie schwierig ist, hinzuschauen, weil man wie so blinde Flecken halt so hat. Man hat so wie, ich sage zu dem, wie so heilige Kühe. Mhm. Ne? Nee, da ist alles in Ordnung. Schau mal richtig hin, schau mal richtig tief dahin und da plötzlich merkt man, das ist es. Davor habe ich wirklich Angst. Also das zu zeigen, da habe ich Angst. Das fühlt sich an wie Sterben. Und genau da kommt diese Angststörung eigentlich ins Spiel. Ja, das ist mega schön, wenn die Angst sich zeigt, weil das ist wie so ein Zeichen, guck mal dahin. Wenn die Angst so sehr versteckt ist, dass man sie gar nicht wahrnimmt, ist es viel schwieriger, an solche Themen ranzukommen. Deshalb ist es gar nicht so schlecht, das zu haben. Aber es ist halt auch nicht angenehm. Und deshalb, wir bieten da Unterstützung. Ihr könnt auch den Kanal abonnieren und euch Inspiration holen von anderen Videos, weil wir über das Thema wie auch immer wieder mal reden oder wie ähnliche Themen. Es ist halt sehr, sehr vielfältig, aber so die schnellste Art, da rauszukommen, ist wirklich was im Leben zu verändern. Ja. Und es sind nicht oft die Sachen, die der Mind als erstes sagt, oh, das muss ich verändern oder ich muss den Job aufgeben oder so. Es geht oft gar nicht um die Sachen, es geht mehr um so innerliche Sachen, sich wirklich zu zeigen. Ne? Weil man kann den Job aufgeben, man geht in den nächsten Job rein und man hat genau dasselbe, weil wir einfach Angst haben, uns wirklich zu zeigen, so wie wir sind. Ne? Und die Angst arbeitet wie eigentlich so von hinten auf einer energetischen Ebene. Die lässt sich nicht so in eine Schablone drücken. Ne? Das ist wirklich was, wo man genau hinschauen muss, aber man wird es merken, man wird merken, das ist es. Das ist wirklich das, wo eigentlich raus will, aber ich total Angst habe davor, das zu zeigen oder diesen Schritt zu machen. Und da kann man helfen, wenn man da den Schritt geht, befreit sich diese energetische Blockade und das Leben fließt wieder. Und dann wird man merken, man wird wie so dankbar sein, dass die Angst einen gestoppt hat, die andere Richtung weiterzugehen. Ganz viel Mut für alle, die das anspricht und die dann diese Schritte im Leben gehen können.